Hallo, mein Name ist Michael Fischer, Vorstand der TUMEC AG. In diesem Webinar geben wir Ihnen einen Einblick in den optimierten Laborablauf eines Auftragslabors vom Angebot bis zur Rechnung. Exemplarisch haben wir dazu den Arbeitsablauf, wie wir ihn bei einer Auftragssynthese aus mehreren Komponenten und der Überwachung des Reaktionsverlaufs kennen, auf unsere Technikwabe FlowLab abgebildet. Doch bevor ich im Detail auf den Prozess eingehe, schauen wir uns das FlowLab im Überblick an. Zu Beginn unseres Workflows steht die Office-Wabe, die Steuerzentrale. Hier laufen alle ERP- und Labordaten zusammen. Nachfolgend kommen wir zur Präparationswabe. Sie repräsentiert den Probeneingang und die Probenvorbereitung im Labor. Die Zugabe verschiedener Chemikalien erfolgt auf der Dosierwabe, bevor unsere Probe auf der Rührwabe durch einen Magnetrührer vermischt wird. Die Erstellung der Ergebnisprotokolle und Abrechnung der erbrachten Leistung werden abschließend an der Office-Wabe durchgeführt. Nach dem kurzen Überblick möchte ich nun auf den Prozessablauf im Detail eingehen. Mein Partner Kai Gress wird diesen nun vorführen. Wir befinden uns hier im Office am ERP- und Labormanagementsystem eLIMS der Firma Integris LIMS. Wir haben eine Angebotsbestätigung von unserem Kunden für eine Auftragssynthese erhalten und im CRM am Kunden abgelegt. Das Angebot wurde bereits in einen Auftrag umgewandelt und freigegeben. Im Probeneingang sind die Proben im eLIMS vorangemeldet und es wurden bereits alle notwendigen Barcodes für die Identifizierung und Verfolgung der Proben aus dem System gedruckt und auf den Probenbehältnissen angebracht. Nun erfolgt der Wechsel in das Labor, genauer gesagt zur Probenvorbereitung auf die Präparationswabe. Hier finden wir das SmartRack der Firma Better Basics Laborbedarf zur platzsparenden Aufbewahrung von Tablet, Temperatursensoren, Rührstäben und Barcode-Scannern im passenden Halterungsmodul. Der Laborant oder die Laborantin erfasst die Probe per Barcode-Scanner und erhält über die eLIMS die hinterlegte Versuchsabfolge vorgegeben. Im ersten Versuchsschritt wird zur Probe eine Komponente pipettiert. Jeder einzelne Arbeitsschritt wird am System bestätigt. Dabei werden unter anderem die Nutzerkennung und Bestätigungszeiten automatisch protokolliert, um auch den Anforderungen im regulierten Umfeld zu entsprechen. Im nächsten Versuchsschritt erfolgt die Zugabe des Rührstabes für den Magnetrührer, selbstverständlich beide von TUMEC, und die Zugabe der Sensoren für eine kontinuierliche Temperaturüberwachung. Bei diesen drahtlosen Temperatursensoren handelt es sich um die kirschkerngroßen Sensorspheres, die an der TU Dresden entwickelt wurden. Nach der Probenvorbereitung kommen wir nun zur Chemikaliendosierung über zwei Opus-Dispenser der Firma Hirschmann Laborgeräte. Diese sind mit dem LIMS verbunden und werden geräteübergreifend bidirektional per OPC-UA-Schnittstelle angesprochen. Beim Dosieren mit der hinterlegten Dosiermenge erhält die Laborantin oder der Laborant auf dem Tablet Informationen zum aktuell durchzuführenden Versuchsschritt. Dabei wird die zugehörige SOP angezeigt und visuell aufgefordert, die Probe unter dem Dispenser zu stellen. Nach der Bestätigung am Tablet erfolgt die automatische Dosierung der im System hinterlegten Chemikalienmenge. Auf der Rührwabe erfolgt der letzte Versuchsschritt unseres Beispiel-Workflows. Wie bereits beim Dosieren wird der Nutzer visuell aufgefordert, die Probe auf dem Gerät zu platzieren. Hierbei handelt es sich um den Magnetröhr Mix Drive unseres Unternehmens TUMEC. Wir sehen hier nochmal schön, wie der Nutzer über eine smarte Beleuchtung zu dem richtigen Gerät geleitet wird. Während das Gerät auf die Benutzung wartet, zeigt es dies mit einem Blinken an. Wenn dann der Mischvorgang gestartet wurde, wechselt die Beleuchtung in den konstanten Leuchtmodus. An dieser Stelle endet der Probendurchlauf für unsere exemplarische Auftragssynthese. Die analytische Prüfung und Kontrolle der Zwischenprodukte würde sich jetzt anschließen. Die Erfassung der analytischen Parameter kann manuell im LIMS erfolgen oder auch vollautomatisch vom Messgerät übergeben werden. Auf der Office-Wabe findet die abschließende Auswertung statt. Hier sehen wir das Dashboard der Laborsoftware eLIMS, welches abhängig von der Nutzerrolle flexibel konfigurierbar ist. Für unsere Auftragssynthese wird der Messwertverlauf der Temperatursensoren eingeblendet. Weitere offene Laboraufträge und aktuelle Grenzwertverletzungen lassen sich zudem auf einen Blick überwachen. In der Dokumentenverteilung kann der Prüfbericht erzeugt und validiert werden. Abschließend wird er zusammen mit der Rechnung automatisch versendet. FlowLab ermöglicht ein schnelles und einfaches Bearbeiten von Proben und steigert die Qualität, die Zuverlässigkeit und die Prozesssicherheit in der täglichen Laborroutine.
Dabei sind der gezeigte Workflow und die Interaktion zwischen den Laborgeräten und Nutzerinnen und Nutzern keine Zukunftsmusik, sondern können bereits jetzt genau so zum Einsatz kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr erfahren wollen, kommen Sie bitte auf uns zu. Machen Sie es gut und bleiben Sie vor allem gesund.